Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie-Game-Devlog zu Port Empire. Ja, letzte Woche kam ja kein Indie-Game-Devlog. Das hat auch Gründe, und zwar hatten wir nicht wirklich was zu zeigen. Es waren größtenteils nur Prototypen, aber diese Prototypen haben wir in dieser Woche weiterentwickelt und die möchte ich euch natürlich jetzt zeigen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein kleines überarbeitetes UI. Ihr seht jetzt hier oben das Panel, das war ja vorher hier oben in der Mitte, mit eurem Städtenamen, dem Wetter und dem Timescale-Button, um das Ganze ein bisschen schneller laufen zu lassen. Das Villager-Panel ist ein Stück runtergerutscht und auch hier unten hat sich was getan, denn das Binding-Menu ist jetzt etwas versteckt. Hier bin ich noch nicht ganz fertig mit der UI, wie ihr hier sehen könnt. Aber ihr könnt das Ganze mit B öffnen. Ich habe jetzt für die Civilization Bindings schon ein Icon, für die Produktionsgebäude auch schon ein Icon. Allerdings, das sind hier noch alles Placeholder-Icons, die ich noch überarbeiten muss. Außerdem seht ihr hier unten noch ein weiteres Icon, und zwar mit der Taste M. Das sind übrigens die Shortcut-Keys dafür, also ihr könnt auch hier einfach B drücken. Und mit der Taste M öffnet ihr jetzt die World Map, denn das war auch noch ein Prototyp, an dem wir gearbeitet haben. Der ist aber jetzt fertig und das Ganze kann ich euch zeigen. Was heißt fertig? Es ist größtenteils fertig, aber es fehlt noch eine Menge. Ich drücke einfach mal M und dann seht ihr hier oben befinden wir uns gerade auf der Insel. Der Städtename passt noch nicht ganz. Hier können wir auch die anderen Nationalitäten sehen, die wir allerdings noch nicht besuchen können. Aber das sind sozusagen eure NPC-Gegner in der Welt und hier habt ihr auch noch weitere Inseln, die ihr im späteren Spielverlauf besiedeln könnt. Hier sind auch so kleine Ressourcen-Icons, die funktionieren auch noch nicht, die sind nur zu Testzwecken aktuell drin. Also da wird euch angezeigt, welche Ressource ihr auf dieser Insel bekommen könnt. Das bekommen natürlich noch die anderen Inseln auch, aber wie gesagt, ist das bisher nur zu Testzwecken. Und vom Main-Menü aus möchte ich euch jetzt zeigen, was euch diesen Monat noch erwarten wird. Zumindest wird das sehr interessant für die Patreon-Unterstützer, denn die haben ja Zugang zur Pre-Alpha. Und zwar seht ihr unten schon, wie gesagt, ein neuer Bard und ihr seht hier ein neues Image und hier steht New Nationality is now playable. Und wenn wir jetzt auf Endless Game gehen und uns einen Schwierigkeitsgrad auswählen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, eine zweite Nationalität zu spielen, denn die hat es jetzt auch in Port Empire geschafft. Und zwar leben die Osmanen auf einem südlichen Biom, einer wüstentropischen Region mit natürlich Palmen, an denen wunderschöne Kokosnüsse wachsen. Die werden sogar später noch einen kleinen Zweck haben für das osmanische Volk und ich bin sehr zufrieden mit dieser Insel. Ich habe auch ein wenig an den Farben von den Steinen rumgespielt, also die Steine haben ja auch eine etwas andere Color. Hier muss ich nochmal gucken, ob ich mit der Fruchtbarkeitscolor so zufrieden bin. Aber ihr seht, ihr habt auch anderen Städtenamen zufallsgeneriert am Anfang. Und es gibt auch bereits 2 Gebäude, die fertig sind. Natürlich muss ich jetzt hier die Town Hall für die Wikinger bauen, also nicht wundern. Allerdings ist die Kolonie für die Osmanen bereits fertig und die werde ich jetzt hier mal einfach hinbauen. Machen wir mal hier. Und das ist ungefähr den Stil, den die neue Nationalität haben wird. Und das sieht wunderschön aus. Ihr seht, ihr habt auf dem Bild gesehen, dass die Villager eigentlich so kleine Turbans aufhaben. Das ist noch nicht der Fall, das wird aber definitiv noch kommen. Und ein weiteres Gebäude, das ist aber aktuell noch in Bearbeitung, ist die Holzfällerhütte für die Osmanen. Und ihr seht, dass er auch seine Arbeit aufnimmt und einige Palmen für euch fällen wird, um so an Holz zu gelangen. Und wer das noch nicht bis jetzt gemerkt hat, ich habe einen kleinen Partikeleffekt eingefügt. Und zwar seht ihr hier so ab und zu, das ist auch bei den Wikingern oder auf den nördlichen Inseln der Fall, dass hier so kleine Blätter von den Bäumen fallen. Übrigens muss ich sagen, dass mir der Windshading-Effekt bei den Palmen noch viel besser gefällt als bei den normalen Trees. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das bei den anderen Trees nochmal besser hinkriege oder nochmal schönere Bäume mache, die ein bisschen mehr Details haben, wie zum Beispiel die Palmen hier.
Ansonsten war es das mit den dieswöchigen Highlights zu Port Empire. Ich hoffe, euch hat das Video und der Devlog wieder gefallen und allgemein alle Änderungen. Lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt ruhig einen Kommentar, wenn ihr eine Idee vielleicht habt, um die Gebäude für die Osmanen etwas kreativer noch zu gestalten. Würde mich mal eure Meinung interessieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch und vergesst das Liken und das Kommentieren und das Abonnieren natürlich nicht. Macht es gut, Leute. Ciao. Und wieder gilt mein größter Dank an Renault, Octadurin, Manuel Rauber, Bero, Tobias, Pulsating, Tomatenblau, Jackie, Captain Fluffy aka Winnie und Mr. Unicornator. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und auf Twitch.